Herzlich willkommen im neuen Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit einem YAML-Editor-Update, welches erforderlich wurde, da aus der Community und aus dem Forum einige Fälle bekannt geworden sind, dass die Funktionalität des Editors nicht gegeben war. Es kam in einzelnen Fällen dazu, dass die Schaltflächen zum Beispiel für Import und Export nicht funktionierten, es zu Fehlermeldungen kam und diese Funktionsflächen oder die Schaltflächen sporadisch eingefroren sind. Zuerst einmal schauen wir uns an, was in dem Download-Paket beinhaltet ist. Wir haben natürlich die Excel-Datei, den eigentlichen Editor, die XLAM, das ist unser Add-in, eine BAT-Datei, die erkläre ich gleich noch. Es ist im Paket eine Installationsanleitung, eine Kurzanleitung sowie eine README-Datei, eine Textdatei. Bitte lest diese aufmerksam durch. Und wir haben in dem Paket diesmal eine Beispieldatei. Das sind in diesem Falle die Online-Rechnungen, das komplette Paket, was nur in ein separates Profil zu kopieren ist. Es ist selbstständig lauffähig und muss nicht geändert werden, um die ganzen Funktionalitäten einmal testen zu können. Im ersten Block kommen wir auf die neuen Funktionen des Editors. In der neuen Version ist die Update-Funktion grundsätzlich deaktiviert und steht auf kein Update. Ihr erhaltet trotzdem Informationen, dass neue Updates verfügbar sind und müsstet dann gegebenenfalls auf Abfrage oder Auto-Update umschalten, damit dieses automatisch ausgeführt werden kann. Aber ihr werdet trotzdem informiert, dass neue Updates zur Verfügung stehen. Weiterhin neu sind die Farbschemas sowie die Überschriften oder Trenner, Blocktrenner, wie auch immer ihr das nennt, die beide zur besseren Usability, zur Übersichtlichkeit und zur Strukturierung führen. Es ist ein wesentlich freundliches Arbeiten, augenfreundliches Arbeiten möglich und die Trennung der einzelnen Regeln, Subregeln und freien Bereiche ist wesentlich besser strukturiert. Kommen wir ganz kurz zu dem eigentlichen Grund des Updates. Das Update selber ist entstanden, weil die Zoom-Funktion bzw. die Libraries, die dazu verwendet werden oder notwendig sind, auf einigen Rechnern nicht verfügbar sind bzw. in verschiedensten Konstellationen 64, 32-Bit zu Problemen führten halt. Und deshalb habe ich jetzt diese Funktion grundsätzlich ausgeschaltet. Die Zoom-Funktion ist also grundsätzlich aus und ihr müsst diese erst aktivieren, wenn ihr sie benötigt oder haben möchtet. Die Zoom-Funktion skaliert die Userforms abhängig von der Auflösung und Skalierung eures Systems auf entsprechende Größen, die dann optimal auf den Bildschirm abgestimmt sind. Ihr seht es hier, die Zoom-Funktion ist aus und das ist auch der Standardzustand, in dem ihr das bekommt. Wir schalten sie wieder mal ein und ich demonstriere mal ganz kurz, was passiert. Hier in der Konfigurator-Version mit angeschalteter Zoom-Funktion könnt ihr unterschiedliche Größen wählen. Das ist einmal 115%, wie gesagt, immer abhängig von Skalierung und Auflösung des Bildschirms. Und das ist jetzt mal die kleine Variante bei mir. Und das sind 85%. Wenn ihr die Zoom-Funktion aus habt, habt ihr natürlich immer diese 100%. Und das könnt ihr jetzt mal hier sehen. Wir schauen uns mal ein Beispiel an, wie das Ganze aussehen würde, wenn ihr 100% benutzt. Das sind also jetzt 100%. Und wir haben die Zoom-Funktion jetzt mal ausgeschaltet. Und anhand der Move-Funktion sieht man jetzt hier mit ausgeschalteter Zoom-Funktion bei 100% die Größe. Wenn ich die Zoom-Funktion wieder einschalte und dann die Move-Funktion auf meinem System wähle, mit einer Standard-HD-Auflösung und 150%, dann seht ihr wesentlich kleinere Menüs. Das hat halt den Vorteil, dass die Menüs optimal auf die Größe des Bildschirms abgestimmt sind. Kommen wir jetzt zu den Farbschemas. Es gibt verschiedene Farbschemen, die anwählbar sind. Die Varianten Blau und Grün sind die alten Standardauflösungen, die auf dem Windows bzw. Excel-Schemas basieren. Alle anderen Varianten, die wählbar sind, sind etwas performance-hungriger. Das heißt, für kleinere Rechner könnte dies ein wenig zum Problem werden. Da müsst ihr ein bisschen probieren, weil diese Darstellung immer wieder neu durchgerechnet werden muss. Ich will das mal in einem Beispiel demonstrieren. Wir laden uns mal eine von mir erstellte Testdatei, in der schon ein bisschen was zu sehen ist. In dieser Testdatei sind unter anderem auch schon Überschriften drin und
Das Ganze sieht dann optisch etwas so aus. Das ist jetzt dieses orangene Schema und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, Überschriften einzuführen und das Ganze ist blockweise unterlegt. Bitte denkt daran, die Überschriften immer zu befüllen, lasst sie nicht frei, weil sie mit exportiert und importiert werden. Ihr könnt dazu einfach den Text nehmen und überschreiben für einen beliebigen Text, den ihr möchtet, um sozusagen eure Blöcke zu trennen oder Überschriften dafür zu bilden. Neu sind auch noch so einige Kleinigkeiten, die ihr später dann sehen werdet im Detail. Viele Sachen sind relativ klein, zum Beispiel, dass die gefundene Zelle, auf der ihr gestartet habt, wiedergefunden wird, beziehungsweise wieder begonnen wird. Neu ist auch ganz hinten unter den Änderungen die Download-Möglichkeit der Seite, die ihr gerade gesehen habt. Dort wird immer die aktuelle Version angezeigt und wenn es eine neue Version gibt, wird diese rot hinterlegt. Im zweiten Block widmen wir uns nun der Installation bzw. dem Einrichten des Editors selber. Ihr habt neu in dem Paket eine BAT-Datei und eine Skriptdatei, die euch die XLRM bzw. das Add-in aus dem Roaming-Verzeichnis Microsoft löscht. Für alle diejenigen, die den Editor bereits im Einsatz hatten, muss diese Datei gelöscht werden. Das könnt ihr mit diesem Skript tun. Für alle anderen, das ist es nicht notwendig, aber ihr werdet trotzdem informiert, dass sie halt nicht vorhanden war, wie jetzt hier zu sehen in dem Beispiel, und könntet dann starten mit dem Editor. Ich zeige mal das Beispiel, wenn eine Datei vorhanden ist. Wir kopieren dazu mal schnell eine Add-in-Datei aus dem Paket rein in das entsprechende Verzeichnis und führen das Skript nochmal aus. Und jetzt wird sie gelöscht. Wenn Excel gestartet sein sollte, wird auch informiert, dass Excel bitte zu schließen ist, um das ausführen zu können. Ja, also wir starten jetzt im zweiten Schritt mit der Installation des Editors selbst. Und dazu nehmen wir die Excel-Datei aus dem Paket. Das mache ich jetzt halt mal und wir beginnen mit der Excel-Datei, ohne dass die Add-in-Datei bereits auf dem System ist. Wir aktivieren den Inhalt und wir können jetzt hier sehen, oben ganz links ist in dem Feld des Editors, das YAML-Editor zu lesen, ganz oben. Das bedeutet, wir haben eine Offline-Version, sprich, das Add-in ist nicht geladen und wir arbeiten mit dem Code, VBA-Code aus dem Editor selbst. Wenn wir später dann die Add-in-Datei installiert haben, dann wird der Code aus der Add-in-Datei ausgeführt. Das dient dazu, dass ich diese im Hintergrund bearbeiten kann und modifizieren kann, um euch neue Updates zu bieten. Wir schalten dafür jetzt mal die Updates um auf nur mit Abfrage und führen das Update manuell aus. Ihr könntet auch speichern und neu starten, wäre der gleiche Effekt. Nachdem das Update gestartet wurde, kommt die Abfrage, wollt ihr das Add-in und die Datenbank installieren? Und wir bestätigen mal beides mit Ja. Wenn ihr auf Nein bestellt, könnt ihr dann beide wahlweise machen. Er versucht jetzt natürlich die YAML-Datei, die schon da ist, zu exportieren, stellt fest, dass keine YAML-Datei da ist und überspringt diesen Schritt. Und jetzt wurde die Datenbank aktualisiert. Und im zweiten Schritt wird jetzt das Add-in aufs System kopiert und ersetzt für den Fall, dass schon eins da wäre. Und jetzt sieht man auch, dass es hier ist. Und damit ist eigentlich das Update vollständig ausgeführt. Wir speichern bitte die Datei und schließen diese nochmal. Und starten die Datei nochmal neu. Oder den Editor nochmal neu. Und jetzt wird angezeigt, dass halt keine Updates mehr verfügbar sind, weil wir natürlich den aktuellsten Stand haben. Und für den Fall der Fälle, dass ein Update verfügbar wäre, das hat man am Anfang gesehen, wird das dann auch angezeigt. Die Abfrage, die Sicherheitshinweis von Microsoft, den akzeptieren wir und aktivieren das Add-in und bestätigen die Kennwortabfrage mit Abbrechen. Diese Abfrage oder Aktivieren des Add-ins ist immer notwendig. Das ist eine Standardeinstellung von Microsoft bzw. vom Office. Jetzt seht ihr oben ganz links, es ist die YAML Editor Add-in-Datei aktiviert, beziehungsweise das Add-in im Hintergrund und wir führen den Code aus dem Add-in aus. Wie gesagt, das bietet die Möglichkeit für mich, dieses zu pflegen und euch immer wieder neu einzuspielen für den Fall der Fälle, dass der Code sich ändern müsste. Wir stellen das Update beim Speichern wieder um, zum Beispiel auf keine Updates oder auf eine Schalter eurer Wahl und speichern die Datei nochmal abschließend ab. Zu guter Letzt möchte ich noch auf die Installationsanweisung hinweisen. Am Ende dieser findet ihr die Facts, in denen diverse Fehler beschrieben sind, die euch helfen sollen,
eure Version zum Laufen zu bringen, beziehungsweise Fehler zu interpretieren, die auftreten könnten. Für alle diejenigen, die ihre Fehler nicht finden oder einfach nicht weiterkommen, meldet euch bitte im Forum, ich werde euch dort helfen und versuchen, eure Version zum Laufen zu bringen. Das war's wieder einmal. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin.